Gleich geht die Sonne auf. Und der Mike stellt gerade die Kamera auf, um das zu filmen. Dann wollen wir frühstücken. Schon alles vorbereitet. Und uns tun die Haxen weh. Aber wir gucken mal, wie weit wir heute so kommen. Heute Nacht im Zelt war es schön warm. Aber jetzt ist es kalt. So, wir haben aufgefüllt und jetzt geht's los. Wir haben das absolute Pausenparadies gefunden. 3 Bänke, davon eine zum Füße hochlegen am Teich und dann, wie nennt man sowas? Eine Zuschaukel. Schaukel, eine Riesenschaukel. Das ist cool. Soll ich anschubsen? Heute geht's schön langsam und stetig bergauf, nicht so abrupt drauf und runter wie gestern. Aber jetzt sind wir gerade einen relativ steinigen Weg unterwegs. Der macht, dass einem die Füße wehtun. Aber das ist mir allemal lieber als diese Achterbahn wie gestern. Und eben waren wir auch schon auf Wiesen, also es wechselt irgendwie immer so ein bisschen. Und hier im Wald ist es jetzt total schön, so früh morgens. Wir haben wieder mal ein super schönes Plätzchen für die Pause gefunden. Und die nutzen wir natürlich zum Essen, zum Füße hochlegen, Handy laden und aber auch um unser Zeug zu trocknen, weil das Zelt wird sowieso immer nass, also von außen und von innen aber auch. Und die Schlafsäcke sind irgendwie auch jeden Morgen feucht. Aber hier in der Sonne trocknet es schnell. Natürlich auch wieder zur Folge, dass die Rucksäcke komplett ausgepackt werden müssen und ein wunderschönes Chaos entsteht. Alles irgendwo rumfliegt. Aber das Gute ist, wir haben jetzt inzwischen schon so oft aus und wieder eingepackt, dass wir echt ziemlich schnell dabei sind. Und wenn es gleich darum geht, wieder zusammenzupacken, dann ist das in 3 Minuten erledigt. Und da kraxeln wir auch noch hoch, obwohl unsere Knie schon beim geradeausgehen schreien. Also gestartet sind wir, muss ich gerade überlegen, da. bei der Burg. Genau, dann hier rum. Das war dieser Teich da unten, wo die schöne Schaukel war. Und dann jetzt hier stetig hoch über die freie Fläche. Und hier ist der Ausguck. Okay. Und jetzt geht es hier schon erstmal noch ein bisschen geradeaus, glaube ich. Ein bisschen Steigung. Sieht man da hinten irgendwo Geschwindigkeit oder so?
so könnte es jetzt weitergehen. Hier schlängelt sich der Weg immer nur so ein bisschen rauf und runter. Ist schön weich. Sind zwar ab und zu Steine und Wurzeln, aber so läuft es sich richtig gut. Man sieht gar nicht so viel, weil die Bäume alle davor sind. Ja. Heute gibt es Wraps mit Schmierkäse, Kräuter, Salami und Chips. Doch, das. Oh. Gut. Das ging schon mal besser. Ah. Man sieht auf dem Film immer nicht, wie steil das ist. Aber hier ist es mal wieder richtig steil. Hier sind sogar so Stufen. Sonst kommt man hier gar nicht hoch. Oh. Alter Schwede. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da oben ist der Mike. Aber ich sehe da oben den Himmel, also irgendwann muss es aufhören.
Und dann werfen sie noch die ganze Zeit mit Eicheln. Was? Und dann werfen sie noch die ganze Zeit mit Eicheln. Da unten, wo der Wald, der Laubwald und der Nadelwald aneinander stoßen, da ist ja so eine Schneise. Da ist die Straße und der Bach, wo wir ungefähr vor einer Viertelstunde aufgebrochen sind. Und wir haben uns jetzt hier echt, wie viel Meter in die Höhe geschafft? 50, 60. Hm. Hört sich nicht so viel an, aber Hat es sich ging mehr angefühlt. wahrscheinlich auf 10 Meter Aber Entfernung. echt fast senkrecht drauf. Okay, also wir haben uns zu früh gefreut, es geht noch weiter hoch. Ich weiß nicht wie hoch, aber das ist echt hier eine richtige Kraxelei. Wahrscheinlich sieht man es auf dem Video nicht, aber es ist echt schon fast Klettern. Und ich weiß, ich habe gestern und auch heute ständig über schmerzende Knochen und so gejammert und gejault. Aber dieser Weg hier ist auch definitiv der anstrengendste oder schwierigste, den wir bisher gemacht haben. So viel rauf und runter hatten wir bei unseren bisherigen Touren nicht und sind es auch einfach vielleicht nicht gewohnt. Und nichtsdestotrotz ist es total schön. Es ist echt perfektes Wanderwetter. Nicht zu kalt und nicht zu heiß. Immer ein bisschen Wind und Sonne. Es könnte nicht schöner sein. Das Klettern macht auch Spaß. Und dem Mike tun bergauf die Knochen weh und mir bergab. Das heißt, da ergänzen wir uns gut. Hier echt über Stock und Stein. Guckt euch das an. Da unten, wo die Straße verläuft, sind wir gestartet nach der Bachpause. Also irgendwo weiter hier drüben, da irgendwo, nicht da vorne. Aber auf dem Level. Und jetzt sind wir hier oben. Also, die Kletterei geht weiter. Das ist der Weg. Und hier unten kommen wir her. Und ich zeige euch jetzt nicht mein Gesicht. Toll, aber meins oder Ja, wie? genau. Also meins hat vermutlich die Farbe von Mikes Cappy. Da sind wir hochgekommen. Man kann sich fast mit den Händen vorne abstützen. So steil ist es. Oh Mann. Also manchmal ist es, glaube ich, echt ganz gut, upsala, wenn man nicht unbedingt vorher weiß, was auf einen zukommt. Und wenn es dann erstmal soweit ist, dann schlägt man sich irgendwie durch. Aber wenn man es vorher wüsste, würde man es vielleicht gar nicht erst versuchen. Junge, Junge. Hier geht es einfach stur bergauf die ganze Zeit. Ich habe keine Ahnung wie lang, aber schon eine ganze Weile. Und noch dazu ist es so eine Kraxelei über die ganzen Felsen. Hier geht es jetzt wieder ein bisschen. Und noch mehr Felsen und Steine. Das ist so krass. Wir gucken dann aufs GPS oder auf die Karte und sehen dann so, irgendwie 3 Kilometer bis da und dahin. Und dann überlegt man so, ja, dann ist man dann und dann vielleicht da. Und dann sind das aber 3 Kilometer, die so aussehen. Und plötzlich braucht man doppelt so lang. Alter Schwede. Oh Gott. Vor allem, wo ist der Weg? Hier? Vielleicht. Ne, hier hoch. Hä? Hier sieht es aus wie ein Weg.
Also es sieht nirgendwo aus wie ein Weg, aber ich glaube hier. Ja, doch hier. Da vorne ist das nächste Zeichen. Oh, querfeldein. Da unten in dem Tal waren wir, da in der Senke. Boah. Aber das ist dann, wofür sich die ganze Kletterei auch irgendwie lohnt. Jetzt werden wir versöhnt für die Kletterei. Hier geht es schnurgeradeaus. Der Weg ist breit und weich und wir cruisen dahin. Naja, wir eiern, sagen wir es mal so. Wir müssen hier lang. Oh ja, Turm. Hier gibt es auch ein Geländer. Oh je. Ich sollte mich gerade ein bisschen orientieren, wobei, guck mal, da vorne sind wieder diese ganz vielen Windräder. Wir müssen, also wir kommen ja auch von da. Keine Ahnung. Das ist mal ein Blick. Wir haben jetzt diesmal, dadurch, dass die Campingplätze oder die Plätze, wo wir campen können, festgelegt sind, auch das erste Mal tatsächlich den Fall, dass wir jetzt gegen Abend immer noch unterwegs sind, immer noch Kilometer übrig haben und nicht so richtig einschätzen können, ob wir das noch schaffen, bevor es dunkel wird. Also ich glaube, bevor es dunkel wird, schaffen wir es schon, aber wenn wir dann angekommen sind, dann muss ja auch das Zelt noch aufgebaut werden und gegessen haben wir dann noch nicht. Und das ist eigentlich auch schön, wenn man das noch im Hellen machen kann. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Uhr haben wir jetzt? Viertel vor 6. Es ist ungefähr hell bis 7:45. Aber dadurch, dass der Trekkingplatz mitten im Wald ist, kann es da auch gegen 8 schon dunkel sein, denke ich mal. Und wir haben noch 4 Kilometer oder so und sind im Moment relativ langsam unterwegs, sodass wir für 4 Kilometer wahrscheinlich etwas länger als eine Stunde brauchen. Also wenn wir Glück haben, sind wir gegen 7 da und dann ist es auch noch hell. Mal gucken. Ich glaube, es geht wieder bergab. Und die Sonne ist jetzt noch nicht untergegangen, aber im Wald wird es schon ein bisschen duster. Das sah man auf der Karte auch nicht so wirklich, dass es hier nochmal eine kleine Bachquerung gibt. Auf der einen Seite runter, einmal drüber und dann wieder rauf. Wir sind immer noch unterwegs. Es ist auch noch hell. Die Sonne scheint noch. Aber wir haben auch noch 2 Kilometer und wir müssen noch einmal stoppen und mit Wasser auffüllen, weil es in dem Camp kein Wasser gibt. Und wir sind müde und langsam. So, noch einen grandiosen Blick auf die Sonne. Dann geht's gleich ab in den Wald. Wahrscheinlich nicht mehr viel davon sehen. Da oben ist der Turm, wo wir vorhin auch diesen tollen Blick hatten. Jetzt sind wir hier einmal durch den Wald und hier wieder hoch. Wir sind jetzt kurz vorm Camp und das hier ist der Bach, wo wir eigentlich Wasser auffüllen wollten. Sieht schlecht aus. Also der Bach war wirklich furztrocken
Da war nichts zu wollen. Und die nächste Wasserquelle erreichen wir dann erst morgen Mittag. Und wir hatten jetzt nicht mehr viel, weil wir uns halt echt drauf verlassen haben, dass hier nochmal der Bach kommt. Jetzt blieb uns nichts anderes übrig. Jetzt sind wir ein Stück zurückgegangen, haben aber gemerkt, das wird nichts. Und haben jetzt die Rucksäcke abgeschmissen. Ich warte mit den Rucksäcken und der Mike pilgert zu der letzten Wasserstelle, wo wir vorbeigegangen sind. Aber das ist ein Stückchen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben immer noch Sonne, immer noch Tageslicht. Und es ist jetzt, glaube ich, schon kurz nach 7. Ich weiß gar nicht genau. Also, ich habe hier mit dem Rucksäckehüten definitiv den besseren Job erwischt. Jetzt ist die Sonne gleich weg. Aber der Mike ist noch nicht zurück. Ich glaube oder ich hoffe, dass dieses kleine schwarze Pünktchen da unten, man sieht es kaum, dass es der Mike ist, der zurückkommt. Und kein Wildschwein. Hä? Hier ist weit und breit kein Apfelbaum. Aber das Pünktchen ist der Mike, ich kann es erkennen. Kurz nach 8, der Mike ist zurück mit 2,5 Litern Wasser. Und wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Camp. Ich glaube aber nicht, dass wir da heute noch filmen können, weil im Wald ist es jetzt echt schon dunkel. Und wir bauen, glaube ich, sowieso nur noch das Zelt auf und kollabieren da rein und gut ist für heute. Da ist der Mike. Ich filme dich, aber man sieht dich nicht. Man sieht nach oben zwischen den Bäumen ein bisschen. Naja, wir suchen das Camp. Leute, wir haben das Camp gefunden und guckt, was es hier gibt. Wasser! Es gibt Wasser und da ist der Mike noch kilometerweit in der Gegend rumgerannt. 8:45. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Camp im Dunkeln zu finden. Und wegen der Waldbrandgefahr gibt es jetzt kalte Küche.